Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserer GreenTech Live-Konferenz. Ich hoffe, ihr hattet die Mittagspause nutzen können, so wie wir, zum Netzwerken, zum Quatschen, Fragen, Überlegen. Essen, vor allen Dingen. Essen. Auch Nahrungsaufnahme. Essen. Ja. Ist ein gutes Thema. Ja, wir hatten vor der Pause den Martin Frechen von Steine. Da geht es um Sensorik, auch Licht ganz viel. Aber das Unternehmen, das jetzt kommt, das hat ganz, ganz viel Licht. Man sagt sich intern immer wieder mal bei Philips oder bei Signify, wie es heute heißt, ihr seid die zweitgrößten Lichtmacher nach der Sonne. Ich freue mich sehr auf Andreas Rindt, auch ein alter Bekannter. Wir sind uns ein paar Mal schon begegnet, machen Projekte zusammen. Andreas, kannst du uns hören? Ich kann euch prima hören. Ja, hört ihr mich? Sehr schön. Hallo. Und du hast den perfekten Hintergrund auch. Das haben wir ja in die Runde geschickt. Macht Spaß so ein bisschen. Dann haben wir alles so ein bisschen das virtuelle Gefühl, als wären wir irgendwie tatsächlich auf einer Bühne. Also herzlichen Dank, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich sehr. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Immer ich habe den Hintergrund mal ausprobiert. Ich bin ja mit Zoom sonst nicht so unterwegs, aber für euch tue ich ja fast alles. Sehr gut, sehr gut. Du kannst uns auch gut hören und du hast dein Screensharing aktiviert, weil du zeigst uns ein paar Sachen. Ich würde gerne ein paar Sachen zeigen, wenn ihr das erlaubt. Kann man den Screen schon sehen? Das muss ich die Regie fragen. Dein Screen ist zu sehen. Also du dürftest gern loslegen und dann machen wir nachher 10 Minuten Q&A. Ich freue mich, von dir zu hören und über Projekte was zu lernen. Klasse, dann versuche ich das mal. Andreas Rindt ist mein Name, Firma Signify. Ich bin bei uns verantwortlich für das Thema Qualität, Customer Satisfaction und auch das, was wir Governmental Affairs nennen. Und in denen sind wir mit vielen Sachen verbunden, die dafür sorgen, dass Signify nicht nur ein grünes Logo hat, sondern in dem Bereich sehr aktiv ist. Viele von euch, warum hängt jetzt dieses Ding? Ups, genau. Viele kennen Signify. Wir sind Weltmarktführer im Bereich Licht, weil wir so ziemlich alles tun, was im Licht unterwegs ist. Also von Komponenten über die Lichtquellen, die leuchten, bis hin zu kompletten Systemen. Und in Summe machen wir damit weltweit ungefähr 7 Milliarden Umsatz, was uns dann doch sehr gut positioniert in dem Thema. Jochen hat es schon gesagt, Signify war früher Philips Lighting. Also für viele, denen Signify nicht so viel sagt, die haben sicherlich zu tun mit einer dieser Brands im professionellen oder auch im Consumer-Bereich. Ne? Philips Hue, Wiz, sicherlich Themen, die euch alle nicht unbekannt sind. Aber auch Interact im Bereich der vernetzten Lösungen in Gebäuden, Industrie, bei Color Kinetics mit vielen Sachen, die wir im Anstrahlungsbereich draußen tun oder eben auch im gehobenen Bereich der Gastronomie. Warum bin ich heute hier? Weil Green bei uns in Signify halt nicht nur im Logo ist, sondern Teil unserer Strategie ist, auch Teil unserer Geschäftsmodelle und weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir mit Licht viel tun können, um die globalen Herausforderungen, die sich der Welt stellen, besser zu bewältigen. Licht kann sehr viel helfen, wenn es auch keine Kriege stoppen kann, aber es kann zumindest die Themen, die wir sehen bei Klimawandel, Ressourcenknappheit und demografischem Wandel, in wesentlichen Teilen mitbewegen. Dazu waren wir schon grün, als wir noch blau waren, also als wir noch unter dem im Philips-Konzern aktiv waren. Seit 2005 hatten wir ein großes Programm, nannte sich Brighter Lives, Better World, haben wir in 2020 abgeschlossen. Mit dem Kernergebnis, dass wir CO2-neutral geworden sind, die ersten Power Purchase Agreements gemacht haben, viele andere Themen erreicht haben und dafür auch viel Anerkennung, wie ihr es seht, mit Dow Jones Sustainability Index, EcoVadis, Sachen, die vielen in dem Bereich sicherlich gut bekannt sind. Aber das ist nicht alles. Wir setzen es fort. Wir gehen mit dem ganzen Thema natürlich auch aktiv weiter. Das heißt, wir haben ein neues Programm bis 2025, wo wir uns fest vorgenommen haben, unseren positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu verdoppeln. Und das heißt, wir werden weitere 340 Megatonnen CO2 aus unseren Wertschöpfungsketten eliminieren bis 2025 und auch der Umsatz mit kreislauffähigen Produkten wird sich mindestens verdoppeln auf 32%. Momentan sind wir bei 25%. Und viele andere Themen, die in dem Bereich für uns wichtig sind und dazu beitragen, dass das Ganze eine ganzheitlich angegangene Strategie ist, mit der wir uns gemeinsam im Markt bewegen können. Darauf bauen am Ende des Tages natürlich auch unsere Wachstumsbereiche auf. Und ich habe von den vielen, mit denen wir uns beschäftigen, so breit wie wir aufgestellt sind, für euch heute eigentlich 2 mitgebracht, auf die ich vielleicht ein bisschen genauer eingehen möchte. Das eine ist das Thema verfügbare Nahrungsmittel und das Thema, was wir dort mit Licht tun können in diesem Bereich.
Das UV-Licht, was im Moment ja mit der Pandemie sehr im Mittelpunkt der Betrachtung stand, lasse ich da mal außen vor. Und der zweite Part, auf den ich gerne eingehen möchte, ist das ganze Thema der Smart Cities, aber auch vielleicht unter dem Gesichtspunkt, den man nicht unbedingt als erstes beim Thema Licht vermuten würde, der aber sehr eng damit verknüpft ist und über uns auch in den neuen Konzepten angeboten wird. Fangen wir mit dem Agricultural Lighting an, also dem Licht für die Landwirtschaft. Licht, was hilft im Gemüseanbau, was in der Fisch- oder auch in der Tierzucht hilft. Und bei den aktuellen Problemen der Nahrungsmittelversorgung wissen wir, dass wir neue Wege finden müssen, um zu alternativen Möglichkeiten zu kommen, wirtschaftlicher, mit weniger Pestiziden, mit weniger Wasser, aber eben auch mit weniger Landverbrauch, Nahrungsmittel so zu produzieren, die das Klima weniger belasten. Dazu sind wir traditionell aktiv im Bereich des der Gewächshausbeleuchtung, also Themen, wo wir Nahrungsmittel helfen zu generieren mit einer vorhersehbaren Qualität, mit lokalen Produkten, nachhaltig und das Ganze mit verbesserten Nährstoffen, Geschmack und auch unter sicheren Bedingungen. Wenn man sich das heute anschaut, dann sind das viele Bereiche, in denen wir aktiv sind. Gemüse, wie ich gesagt habe, im Bereich der Gewächshäuser mit Blattgemüse, Kräutern etc. Als holländisches Unternehmen natürlich auch immer wieder im Bereich der Blumenzucht. Richtig spannend ist aber im Moment der Bereich City Farming, Urban Farming, was auch immer man dann vielleicht als Vertical Farming kennt. Themen, die also sehr platzsparend in Bereichen, die sonst kein Tageslicht sehen, helfen kann, Nahrungsmittel zu gewinnen. Und der Bereich ganz rechts, den ihr seht, das ist derjenige, der sich mit der Forschung beschäftigt. Hier geht es natürlich auch darum, was wir mit Licht und Pflanzen machen können, beispielsweise um neue Werkstoffe zu generieren, um neue Möglichkeiten zu finden, wie man mit biologisch abbaubaren Materialien arbeiten kann. Wir sind ja im 3D-Druck aktiv, auch da gibt es eine ganze Menge von Themen, die man hier versucht miteinander kombinieren zu können. Das Ganze basiert natürlich auf einem sehr breiten Spektrum von Produkten. Da haben wir die Erfahrung, die wir seit 130 Jahren im Licht haben, maximal verinnerlicht und in die Produkte umgesetzt für die unterschiedlichsten Bereiche und Anwendungen. Richtig spannend wird das Ganze natürlich immer nur durch das richtige Lichtrezept. Und das seht ihr dann ganz rechts in dem Thema der Systeme, die dahinter liegen, die also diese Beleuchtung nicht nur steuern, sondern die auch mithilfe dieser Steuerung das ganze Thema der Bewässerung und der Pflanzenkontrolle aufrechterhalten. Was passiert dann mit den Pflanzen in diesen Bereichen? Licht hat also wirklich einen sehr signifikanten Einfluss auf Geschmack, Nährstoffgehalt und Aussehen der Pflanzen. Aussehen sieht man hier sehr eindeutig in diesen 3 verschiedenen Beispielen. Es ist in jeder Vertikale immer dieselbe Art von Salat, die halt mit unterschiedlichen Lichtsituationen ausgesetzt war und in unterschiedlichen Lichtsituationen gewachsen ist. Und dabei eben die Möglichkeit hat, zielgerichtet andere Geschmäcker zu entwickeln. Also es kann etwas bitterer sein, es kann etwas herber sein, es kann etwas süßer sein, es kann mehr Vitamine enthalten, es kann mehr Stärke enthalten, es kann mehr Proteine enthalten. All diese Sachen sind über die biologischen Prozesse in der Pflanze, über das Licht stimulierbar und damit beeinflussbar und können natürlich damit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Licht im Bereich der Nahrungsmittelsicherung eine ganz wesentliche Rolle spielt. Gerade der Indoor-Anbau, das, was wir unter Vertical Farming vorhin schon mal diskutiert haben, hat damit eine ganze Reihe von sehr signifikanten Vorteilen, die wir sehen im kontrollierten Produktionszyklus. Also wir haben planbare Erträge, etwas, was wir gerade mit den Klimakapriolen immer weniger vorhersehen können in den Bereichen, die nicht so gut managebar sind. Wir haben kaum Einfluss durch Krankheiten oder durchs Klima. Wir können ohne Pestizide diese Pflanzen heranwachsen lassen und damit natürlich dem Bioanspruch, der sich ja richtigerweise in der Gesellschaft immer stärker durchsetzt, gerecht werden. Wir verbessern die Gleichmäßigkeit, also Wurzelbildung, Farbe, Geschmack, dass sich die Teile der Pflanzen richtig entwickeln, die am wesentlichsten sind. Und wir können natürlich, wie ich schon gesagt habe, Nährstoffgehalt gut verbessern. Mit diesen Verbesserungen kommt man auch zu höheren Erträgen pro Quadratmeter, hat kürzere Produktionszyklen und kann respektive ganzjährig produzieren, dicht am Verbraucher, mit weniger Abfall in der Wertschöpfungskette und mit einem ganz minimalen Wasserverbrauch. Und etwas, was vielleicht neu ist in der Betrachtung, aber dieses Vertical Farming hilft natürlich auch der zunehmenden
den zunehmenden Wettbewerb um Land keinen Vorschub zu leisten. Also wir brauchen mehr Nahrungsmittel, aber es geht nicht über extensive Landwirtschaft. Wir werden auch nicht alles auf Bio-extensiv realisieren können. Hier haben wir eine Möglichkeit, das zu tun. Wir brauchen mehr Land für Solar- oder Windparks. Wir brauchen mehr Land für CO2-Senken im Sinne von Wäldern und Mooren. Also alles das spielt natürlich hier mit rein, um hier über diese Sache zu neuen Möglichkeiten zu kommen. Und hier, denke ich, haben wir mit dem Thema unserer Agricultural Lichtlösung, der landwirtschaftlichen Lichtlösung, sehr gute Möglichkeiten, das zu unterstützen, technologisch, aber eben auch sozial. Der zweite Trend, mit dem ich mich gerne hier kurz beschäftigen möchte in den verbleibenden 10 Minuten, ist das Thema Smart City. Und in der Smart City habt ihr in verschiedenen anderen Diskussionen schon gesehen, dass der Bedarf an Konnektivität in den Städten massiv wächst. Wir erwarten, dass um das circa 4-fache in den nächsten Jahren der Fall sein wird. Das bringt enorme Herausforderungen, Verdichtung, viele Bauaufwendungen, die damit notwendig sein können. Es ist wenig Skalierbares dabei. Städte fangen an, ihren Charakter zu ändern. Sie müssen aus der reaktiven Stadt, die etwas geleistet hat, wenn sie danach gefragt worden ist, in eine kognitive Stadt gewandelt werden. Das heißt, wir bekommen eine datengesteuerte Stadt. Und da gibt es sehr, sehr viele Anwendungen, die in Teilen schon da sind, die in Teilen gerade entwickelt werden, die aber alle darauf basieren, dass sie eine allgegenwärtige Konnektivitätsplattform haben, auf der sie aufbauen können. Wenn man sich das heute anschaut, dann sieht man schon sehr viele Anwendungen in den Netzwerkarchitekturen. Das intelligente Parken ist so ein Thema. Wir haben viel, wo wir Überwachungslösungen haben aus verschiedensten Gesichtspunkten, Verkehrsüberwachungen, die notwendig sind, Sicherheitsüberwachungen, die sinnvoll sind, aber eben auch Überwachung. In Hamburg sehen wir das immer wieder, wenn Flutgefahr ist, dass solche Themen rechtzeitig gemeldet werden können. Aber eben auch viele Sachen, die aus Geschäften, öffentlichen Gebäuden kommen. Und auf der anderen Seite haben wir ein wachsendes Glasfasernetzwerk, was aber nur an begrenzten Anzahl von Anschlusspunkten verfügbar ist. Und die Frage ist, wie realisiert man die Brücke dazwischen? Wie kriegen wir einen Gigabit-Transport-Layer zwischen diesen beiden Bereichen hin? Das ist ein Thema ganz unten, den Part, den haben wir sicherlich nicht unique. Also Smart Poles oder solche Smart Hubs, die gibt es in verschiedener Art und Weise. Aber sie sind einmal der Konnektor zum Glasfasernetz. Die richtige Innovation kommt dann sicherlich in den Bereich der Leuchten, die ihr hier seht, weil die sind die Translator, das sind die Transmitter, die Netzwerke aufbauen, de facto als ein Mesh-Netzwerk, als ein Transport-Layer, über den man das ganze Thema dann steuern kann. Und wie sieht sowas aus? Im Prinzip bauen wir auf der Infrastruktur der Straßenbeleuchtung aus. Martin von Steine hat ja vorhin gesagt, in der Straßenbeleuchtung ist das ein kompliziertes Thema, weil das auch aufwendig ist, aber es ist auch ein dankbares Thema, weil halt die Straßenbeleuchtungsnetze in den Städten vorhanden sind und man kann drauf aufbauen. Da kommen natürlich zuerst die Lichtmasten, also da, wo die Leuchten stehen. Das seht ihr hier als die schwarzen Punkte. Dazwischen kommen an den Anschlusspunkten für die Glasfasernetze die Smart Hubs. Das sind diese kleinen Säulen, die ihr hier seht. Und dann kommt der Fakt, wo einige der Maste in diesem gesamten Netzwerk aufgerüstet werden mit diesen smarten Leuchten. Die werden entsprechend aktiviert und über diese Aktivierung, seht ihr, baut sich dann innerhalb dieser Reichweite von diesen Leuchten ein kleines Netz auf, Prinzip wie eine Kleinzelle, wie eine Small Cell. Und wenn wir die miteinander vernetzen können, haben wir dann untereinander dieses Mesh-Netz, was respektive die Möglichkeit bietet, hier alle diese Themen, die in der Stadt gefragt sind, notwendig sind, gefordert werden, so miteinander zu verbinden, dass es in die städtische Infrastruktur hineinpasst, dass keine neuen Fremdkörper hineinkommen, dass man aber das, was da ist, optimal nutzen kann. Und dafür haben wir mit unseren Leuchten recht breites Spektrum entwickelt, was auch unterschiedlichen architektonischen, städtebaugestalterischen Anforderungen etc. gerecht wird. Es ist de facto drahtloses Glasfaserverbindung. Alle diese Leuchten haben den Wireless Backhaul und PoE-Elemente komplett integriert und können damit direkt diese Vernetzungsgedanken, diese Vernetzungsmöglichkeiten aufbauen, 360 Grad und damit auch ohne externe Switches. Thema, dem wir persönlich viel Zukunft geben. Es gibt dafür die ersten
ausgerollten Beispiele, hier ist ein Beispiel aus Eindhoven, am Hightech Campus sind Leuchten damit aufgestellt. Da ist das 5G-Netzwerk mithilfe dieser Leuchten ausgerollt worden und man hat hier auch so einen Smart Pole daneben gestellt, der halt auch noch dann WLAN, öffentliches Wi-Fi generiert, der aber auch Werbung, Informationen macht und der eben auch Themen, wie Sie vorhin schon mal angesprochen waren, Überwachung der Luftqualität realisieren kann. Und diese Themen treiben wir auch insgesamt weiter. Es gibt auch in Deutschland jetzt die ersten Pilotanlagen, die sich mit dieser Konzeption, mit diesem Modell auseinandersetzen. Und hier entsteht, glaube ich, eine ganz gute Verknüpfung zwischen dem, was Licht auf der einen Seite kann, mit den Mobile Network Operatoren auf der anderen Seite und dem Kunden als der Kommune, der Stadt, die hier eine ganz neue Möglichkeit schaffen kann, den Lebenswert für ihre Bewohner in ihren Städten zu erhöhen und kontinuierlich auszubauen und gleichzeitig auch Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle in der Stadt zu schaffen. Weil mit der Abdeckung von einem sicheren, schnellen Netz hat man da natürlich schon mal viel gewonnen und viel Aufwand auf der anderen Seite gespart. Abschließend, letztes Slide von meiner Seite. Green Tech geht auch mit Low Tech und das ist uns auch ein Anliegen, außerhalb der Punkte, die ich schon angesprochen habe. Solar ist ein Thema, mit dem wir uns sehr aktiv auseinandersetzen. Und hier sind wir über unsere Lighting Signify Foundation aktiv in verschiedensten Teilen der Welt, um Menschen zu helfen, bei denen die Energie nicht so verfügbar ist, wie sie es bei uns derzeit noch ist und die sich mit vielen Problemen kämpfen, Geschäfte nicht entwickeln können, nicht lernen können, anderen Widrigkeiten ausgesetzt sind. Und da haben wir in den letzten Jahren 7,2 Millionen Menschen helfen können mit mehr als 100 Projekten. Auch das ein Thema, wo Green Tech hilft, Probleme in dieser Welt zumindest kleiner zu machen, wenn wir sie nicht ganz lösen können. Doch, und das wäre es ganz kurz von meiner Seite als den Impuls zu dem Thema, was macht Signify in dem Bereich. Ganz herzlichen Dank, lieber Andreas. Ich bin geflasht. Wir könnten noch eine halbe Stunde zuhören. Martin? Ja. Könnt auch noch, ihr habt mir nur 20 Minuten gegeben. Und ich habe gemerkt, du hast auch extra schnell gesprochen. Also ganz viel Informationen vermittelt, verschiedene Ebenen. Ich würde es gerne so ein bisschen sortieren. Zum Beispiel als letztes ging es jetzt ja gerade auch nochmal um Smart City etc. Da ist zum Beispiel ein Projekt, das ich auch mal mit betreut habe, irgendwo, wo ich mit unterwegs war mit euch in Bergisch Gladbach zum Beispiel. Nimm mal eins raus wegen mir. Da gab es einen Plan, korrigiere mich, 100.000, 50.000 Lichtpunkte umzustellen. Ja, es waren 60.000. 60.000. Das war vor, ich sag mal, 6, 8 Jahren oder so. Grundsätzlich hat man sich da sehr, sehr viel vorgenommen. Jetzt möchte ich von dir wissen, der als Government Relations Officer da, sage ich mal, bei euch unterwegs ist. Wie weit sind denn die Städte? Wegen mir, weil das ist ja zum Beispiel was im Smart City Bereich natürlich erstmal auffällt. Lichtmanagement, ist es smart? Wie weit sind die da, Andreas? Also es gibt immer noch sehr, sehr große Unterschiede in dem, wie weit das wo sich entwickelt hat. Bergisch Gladbach hat das Programm sehr konsequent weitergeführt und mittlerweile auch die Umrüstung der Hardware praktisch komplett abgeschlossen. Köln ist dabei, das in ähnlicher Art und Weise zu tun mit all seinen Lichtpunkten. Auch da sind viele von den Applikationen miteinander vernetzt. Und es ist halt dann nicht nur die Straßenbeleuchtung. Das, was du in Bergisch Gladbach gesehen hast, ist ja eine vernetzte Straßenbeleuchtung, die bedarfsgerecht gesteuert werden kann, die natürlich LED-basiert ist, also in Summe 80% weniger Energie verbraucht als das, was die Leuchten vorher gebraucht haben. Es ist aber auch eine Methode, mit der man Daten erfassen kann, über die man die Verbrauchscharakteristiken messen kann, wo die Beservicing oder die Wartung von diesen Leuchten einfacher wird, weil man halt auch in den Bereich der Predictive Maintenance einsteigen kann, da diese Leuchten ja ihre Fehlermeldungen abgeben, in Teilen noch bevor dann die Funktion der Leuchte wirklich eingeschränkt ist. Aber wenn es denn doch soweit ist, weiß man zumindest, wo der Fehler liegt und kann den Serviceeinsatz sehr viel optimaler steuern. Also das sind so ein paar Sachen, die sind auf jeden Fall schon in der Umsetzung in vielen Bereichen, in vielen Städten. Im Moment sehr viel in kleineren, mittelgroßen Städten, stärker als in den ganz großen. Die haben natürlich auch mehr, was sie dann in Angriff nehmen müssen. Die sind dann noch etwas zögerlicher. Da sind wir in der LED-Umrüstung schon weit und die LED-Leuchten heute haben ja alle Schnittstellen, über die diese
Konnektoren, mit denen dann die Leuchten dieses smarte Potenzial, was sie haben, auch voll entwickeln können, sehr einfach nachrüsten können. Ich kann bestätigen, so eine mittelgroße Stadt ist Herzogenaurach. Da habt ihr ein Projekt gemacht, das haben wir auch mal mitbetreut, haben was gedreht dazu. Ein vernetzter Radweg, wo halt, ich sag mal so wie in so einer Kettenschaltung die Lichter angehen, was nicht nur, ich sag mal, für Energieeffizienzzwecke eine optimale Lösung, sondern auch vom Sicherheitsaspekt und so. Ja, also von daher finde ich auch sehr, sehr spannend, dass wir euch dabei haben. Auch vom Naturschutzaspekt. Ne? Ist ja auch ein Thema, was immer wichtiger wird, ne? Dass wir ja mit dass wir Licht da haben, wo wir es brauchen und dann, wenn wir es brauchen und das so, wie wir es brauchen. Und die Insekten sich nicht unnötig gestört fühlen müssen im Park. Also gerade wenn du sagst Radweg, geht das ja oft in Gegenden, die jetzt nicht so Gewerbegebiet und Hauptverkehrsstraße sind, sondern dass man da auch mit gut gesteuertem Licht, mit den richtigen Lichtfarben einen aktiven Beitrag auch zum Bereich Umweltschutz und Naturschutz leisten kann. Martin, du hast bestimmt technische. Er ist für die technischen Fragen zuständig, also, Andreas, das hast du schon. Aber erst einmal nochmal zu der ganzen vernetzten Geschichte. Also, aber momentan existieren dann immer noch eher so Insellösungen. Kann man das so sagen? Oder hast du einen Überblick, wie groß die Abdeckung mit smarten Leuchten jetzt meinetwegen in der Bundesrepublik schon ist? Na, also es gibt, ich denke mal, nach dem, was wir in den Erhebungen des ZVI haben, liegen wir bei ungefähr 10-15% der gesamten im Außenleuchtenbereich angewendeten Leuchten, die mittlerweile schon vernetzt sind. Bei den Vernetzbaren ist der Anteil ungefähr doppelt so hoch. Also der Teil, der potenziell in der Lage ist, das zu tun, aber wo das noch nicht umgesetzt ist, ist deutlich schneller am Wachsen. Ja gut, und dann hätte mich vor allen Dingen jetzt das Gärtnern interessiert, die Gartenleuchten. Wie ist es da? Braucht man da andere Wellenlängen als bei, sage jetzt mal, menschlichem Licht für die Pflanzen? Wir brauchen nur Teile davon, aber davon mehr. Aha. Also wir nutzen in dem Sinne ja nicht das gesamte Spektrum, was so die Vollspektrum-Leuchte, was wir im Tageslicht so haben, sondern wir nutzen sehr bewusst aus dem Spektrum, was das Licht uns bieten kann, die Wellenlängen, die für das Wachstum oder für die Anreicherung mit bestimmten Vitaminen, Nährstoffen etc. in den Pflanzen besonders hilfreich und besonders notwendig sind. Was ist das für Wellenlänge? Ist das dann mehr blaues Licht oder mehr gelb? Ich schätze mal mehr blau, oder? Blau? Hängt ganz davon ab, welche Pflanzen du haben möchtest und was du machen möchtest. Aha. Also wenn du mehr Stärke in der Pflanze haben möchtest, nutzt du eine andere Wellenlänge, als wenn du in mehr Vitamine gehst. Also es hängt sehr stark von der Pflanze ab, von den Arten der biochemischen Prozesse, die in der Lage sind, mit Hilfe des Lichts stimuliert zu bekommen. Und danach richten sich dann diese Lichtrezepte. Also das Thema ist im Moment eines der bestgehüteten Geheimnisse, aber auch eines wo am meisten Forschung und Entwicklung reingeht, um hier wirklich die Konzepte so tragfähig wie möglich zu machen. Interessant. Ich würde kurz nochmal auch in den Privatbereich sprechen, sage ich mal, Smart Home und ich sage mal, smartes vernetztes Licht und so ist über Hue und über eure Bridges, aber auch über Wiss und so ja natürlich auch in vielen Haushalten angekommen. Aber ich erinnere mich auch nochmal zurück, so ich sage mal knapp 10 Jahre, wir waren auch immer wieder mal in dem Innovation Lab, in Eindhoven waren wir zusammen, auch Martin. Ja. Ich erinnere mich auch an, muss ich sagen, sehr vollmundige Versprechungen, auch wenn es um, ich sag mal, im Smart Home oder im Haushaltsbereich irgendwie drum geht, wie viel Energie und wie viel, wie viel Energieeffizienz mit diesen Leuchten, mit diesen neuen LED-Leuchten zu erzielen ist und wie lang die Lebenszeit oder dieser Lebenszyklus war. Da gab es sehr, sehr große Versprechungen. Ich frage mal jetzt 10 Jahre oder knapp 10 Jahre später, konnte man auf dem Level wirklich liefern, dass auch heute wegen mir noch die Lampen, die vor 8, 10 Jahren irgendwie als LED gekauft wurden, wirklich diese, korrigiere mich, 20, 30 Jahre mit Lebenszyklusangaben von damals haltbar sind? Also den physischen Nachweis für die 20, 30 Jahre können wir immer noch nicht erbringen, weil die immer noch nicht vorbei sind. Aber vielleicht ein interessantes Beispiel. Ne? Vor 10 Jahren gab es vom US-amerikanischen Ministry of Energy so einen Wettbewerb für die effizienteste LED-Lampe. Die haben wir damals gewonnen mit mit der ersten oder einer der ersten hocheffizienten LED-Glühlampen. Das Teil, könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, das hatte noch diese hübschen 3 gelben Teilchen, war ziemlich schwer, hatte einen relativ großen Kühlkörper in der ganzen Geschichte und war im Prinzip das erste, was damals 70% an Energieeffizienz generiert hat.
Und wir hatten jetzt zum 10-jährigen Jubiläum eine kleine Bildersammlung von Lampen, die damals produziert worden sind, die halt immer noch in Nutzung sind, die immer noch die Effizienz haben und die auch nach wie vor in ihrer Wirksamkeit in keiner Art und Weise nachgelassen haben. Effizienter geworden sind die Lampen seitdem immer mehr. Ihr habt es gesehen, wir haben jetzt die ersten Class A LED-Lampen im Markt im Konsumerbereich, also auch nach der neuen Energielabel-Zertifizierung. Auch das ein Thema, wo die Innovation natürlich kontinuierlich weitergeht. So, das heißt, die Effizienzversprechen sind gehalten und werden auch noch immer weiter ausgebaut in dem, was in so einer LED möglich ist, über Anordnung von LEDs im Filament, über entsprechende Möglichkeiten in der Elektronik, die das ganze Thema steuert. Die Lebensdauern haben wir im Moment nach wie vor die wie soll ich das sagen? Also die Evidenz, die wir haben, zeigt nicht, dass wir uns damit vertan haben. Also die Lebensdauern sind da und sie sind haltbar und die Performance der Lampenleuchten geht genau in die Richtung, die wir prognostiziert haben. Ja, gut. Martin. Hast du Kreislauf wäre noch mein Thema, genau. Jetzt 10 Jahre alte Lampen, Mann. Du sagst selber, die Entwicklung geht weiter. Was kann man von den alten Lampen, wenn sie dann mal ausgebrannt sind, wiederverwerten und wie läuft das ab? Das ist ein kompliziertes Thema. Also die schon im Markt sind, das, was wir im Moment als kreislauffähig bezeichnen, sind Leuchten, die kommen mit einem komplett neuen Design. Da ist nichts mehr geklebt, da sind die Materialien, Sortenreihen wieder disassemblierbar, da sind auch die Komponenten einzeln entnehmbar, reparierbar. Das ganze Thema Reparierbarkeit bis Servicebarkeit ist ja auch ein ganz wesentliches Thema, was gerade bei Leuchten auf der Tagesordnung steht, sowohl europäisch gefordert als auch unternehmerisch gewollt. Von der Seite her ist das, was in den aktuellen Leuchten unterwegs ist, noch etwas, was sehr, sehr stark in aufwendiges Recycling geht, ne, und immer noch zerteilt wird im Material, Kunststoff und Elektronik. Das, wo wir jetzt hinkommen, ist der Bereich, wo wir die Sachen wirklich so disassemblen, dass wir Teile davon als Teile wiederverwenden können, dass wir die Sachen sortenrein wieder zurückbringen. Ne? Unsere Kollegen von Covestro möchten dann gerne für die Kunststoffe ihre Moleküle zurückhaben, von denen sie auch genau sicher sind, dass das die sind, die da drin waren. Und da ist eine Menge in Bewegung, um die Themen zueinander zu bringen. Und das wird noch kombiniert mit einem gemeinsamen Geschäftsmodell. Also wir bieten dann das sogenannte Circular Lighting, das ist ein Light as a Service an, bei dem wir uns dann auch um die Entsorgung, Rücknahme der Produkte und die entsprechende Weiterverwendung verbindlich mit dem Kunden kümmern. Andreas, ich hätte noch eine Frage. Ich bin immer so für die Big Picture-Fragen zuständig. Also nochmal, wenn wir Nachhaltigkeit bei euch da oder bei euren Projekten mit betrachten, haben wir auf der einen Seite Energieeffizienz, ja, im Sinn von Sensorik und Lichtmanagement. Interact ist ein Beispiel, komme ich nachher noch dazu. Das Thema Vertical Farming ist bei euch wichtiger, als wir es damals vielleicht gesehen haben. Oder war es eine kleine Einheit da in Eindhoven? Ich hoffe, da passiert viel. Da würden wir vielleicht in der nächsten Session für unsere nächste Konferenz sehr, sehr gern was hören. Ein drittes Thema, das hat nicht unbedingt nur mit Nachhaltigkeit zu tun, aber ist ein sehr, sehr schönes, deshalb wollte ich darauf ansprechen, das ist das Thema Komfort auch. Wir haben ja auch so ein paar Stadion-Umrüstungen bei euch begleiten dürfen, in Wolfsburg, beim FC Bayern, in Leipzig irgendwie tolles Projekt auch, wo es jetzt nicht primär irgendwie, ich sage mal, um die Nachhaltigkeitsaspekte geht, sondern vor allen Dingen auch um die Lichtausbeute und um den Komfort. Wenn du da vielleicht kurz noch abschließend was dazu sagen könntest, weil wir hatten bei den Projekten viel Spaß, viel gelernt und auch vielleicht gibt es da nochmal einen Bezug wegen mir, wo du sagst, das ist wirklich eine grüne Technologie, die den Leuten weiterhilft. Also was wir natürlich versuchen, ist, dass Komfort nicht im Kontrast zu Effizienz steht. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, ist das dann alles notwendig, was wir da im Beispiel Leipzig zu Entertainment-Zwecken mit einbringen können? Ne? Was ist es, was den Effekt für die Leute generiert? Aber auch da sind die effizientesten LED-Leuchten im Einsatz, die es aktuell am Markt gibt. Und das ganze Thema effizient gesteuert über, wie du es ja gesehen hast, mit einer ganzheitlichen Anlage, die sowohl Musik als auch Licht, als auch die gesamten Szenerien dort miteinander verknüpft und steuert und da natürlich auch dafür sorgt, dass da nicht Sachen unnütz in die Gegend scheinen. Ne? Auch bei den Sachen gibt es die Frage, an welcher Stelle sind welche Lichtstärken notwendig, um Effekt zu bekommen. Ne? Wenn es Tageslicht ist, werden die halt etwas heller. Wenn das dunkler wird und man das Licht besser sieht und es besser wirkt, kann man das auch ein Stück zurückdimmen. Auch die Sachen sind dort alle mit berücksichtigt in diesen Themen. Insofern ist Komfort ein wichtiger Punkt
insbesondere natürlich in Bereichen wie Büros, Industrie, wo es darum geht, dass wir uns sehr lange unter Kunstlicht aufhalten und das am Ende des Tages unsere Produktivität nicht einschränken, sondern fördern sollte. Aber auch das wäre sicherlich ein einzelnes Thema, wo man nochmal ganz separat drauf zurückkommen könnte, denn da sind genau so viele Optionen drin wie im Vertical Farming. Aber passt auch wieder, ich sage mal zum Schluss zu dem, was wir heute Morgen schon gehört haben, der Social Impact und Purpose in Unternehmen und so. Ich sage mal, wenn man es auch den Angestellten oder den Mitarbeitern in großen Unternehmen einfacher machen kann, vielleicht auch zurück ins Office zu wollen oder generell, ich sage mal so, die Mitarbeiterzufriedenheit ist heutzutage sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben Corona, wir haben alle möglichen anderen Ablenkungen, sage ich jetzt mal, ohne groß ins Detail zu gehen. Da hilft vielleicht auch vernünftiges Licht am Arbeitsplatz, ja, und gute Arbeit. Das ist ein essentielles Thema. Also wir sind sehr aktiv auch im ZVI am Thema gesundes Gebäude. Da gehört natürlich gesundes Licht dazu, da gehört gesunde Luft dazu. All die Themen, die Martin von Steiner ja vorhin auch angesprochen hat. Das ist ein essentielles Thema. Da gibt es viele Lösungen, in denen wir mit unserem Licht einen Beitrag zu leisten können und wollen und die auch in entsprechenden Lösungen, gerade über die Interact-Applikationen, schon sehr weit verbreitet sind. Aber da gibt es so viel zu sagen, das würde ich dann sagen, da bin ich gerne nochmal euer Gast und führe das mal ein bisschen ausführlicher aus. Andreas, ganz herzlichen Dank nach Hamburg. Martin? Ja, das war's. Bei uns geht's weiter. Andreas, ganz herzlichen Dank. Ich danke euch, alles Gute. Danke, Andreas. Ciao.